Ich habe hier das Bifor Fleischthermometer und das eignet sich nicht nur hervorragend, um Fleisch zu grillen oder zu backen, sondern auch für Brote und anderes Gebäck. Und das ist etwas, was ich total gerne mache. Und bisher hatte ich zwar schon ein Thermometer, musste dafür aber dann immer das Gebäck aus dem Ofen rausnehmen. Und das ist jetzt eine Variante, die ich gerne mal ausprobiere, denn das Thermometer kommt direkt mit in den Ofen hinein. Es ist kabellos und ich kann von außen sehen, anhand der Temperaturanzeige, wann mein Brot oder was ich auch immer backe, fertig ist. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Das ist eine süße Karte mit den wichtigsten Informationen. Eine kleine Gebrauchsanleitung ist auch mit dabei. Und das ist jetzt das Gerät. Klein, aber oho, würde ich sagen. Hier ist noch ein Ladekabel mit USB-Anschluss. Mehr ist da in der Verpackung nicht drin, aber mehr brauche ich, finde ich auch gar nicht. So, ich hole das Ganze jetzt mal raus. So sieht es aus. Schlicht und einfach, aber es erfüllt tatsächlich seinen Zweck. Ich mache mal hier oben den kleinen Aufkleber ab und dann war ich mir nicht sicher, ob da vielleicht doch noch eine Folie dran ist, aber war sie nicht. Das war jetzt einfach nur so nochmal. Eben kurz wieder sauber machen, zur Seite legen. So, hier ist die Anzeige. Auf der Rückseite sind die 2 Sensoren. Also ihr könnt 2 Gerichte gleichzeitig damit messen. Wichtig ist, dass natürlich vorher der Aufkleber abgenommen wird. Ich finde es aber sehr praktisch, dass man es dort lagern kann. Einmal ausgefahren kann man es schön aufrecht hinstellen. Hier, wie gesagt, einmal das Ladekabel mit USB. Ich muss tatsächlich zugeben, ich habe bei meiner ersten Benutzung das gar nicht aufgeladen, weil es noch 2 Balken hatte. Hat wunderbar geklappt. Aber eigentlich sollte man es vor der ersten Nutzung einmal komplett aufladen und dann habe ich mir die App runtergeladen, zulassen, hier auch noch mal zugelassen und dann halt nur bei der Nutzung. Dann könnte ich schon auf Start klicken. Also es ist wirklich super einfach. Einmal eben anmelden mit E-Mail-Adresse, Passwort. Dann geht ihr auf Gerät hinzufügen. Wichtig ist eben Bluetooth einschalten, sonst funktioniert das Ganze nicht. Dann könnt ihr bei dem Thermometer einfach nach unten scrollen und dann habt ihr nämlich schon das passende Gerät, dieses BF60, draufklicken. Das verbindet sich dann mit eurem Smartphone oder vielleicht nutzt ihr auch das Tablet dafür. Das bleibt euch überlassen. Bei mir ist es jetzt auf dem Handy drauf und das ist richtig, richtig schön. Es sollte maximal bis zu 2 Meter Entfernung vom Ofen haben. Das ist für mich gar kein Problem. Und falls ihr das mal ausprobieren wollt, testet es aus. Schaut mal, was für leckeres Brot man damit backen kann.